Ich glaube, das wird echt schwieriger. Als man denkt, aber auf geht's in die legendäre Charisma 10 Döner-Teller Challenge. Let's go! Damit herzlich willkommen zurück auf unserem Hauptkanal Big M und einer neuen Folge. Das heißt, es wird riesig und wir sind in Hürth in Deutschland, ja, Nähe Köln. Da sind wir hingefahren bei Charisma Grill. Seht ihr im Hintergrund, nachdem ja das, ich sag mal, Lord of Döner Video, wo wir versucht haben, 10 Döner zu essen, 8 und mehr geschafft haben, das viral gegangen ist, gerade auf Social Media, wurde ich von Charisma Grill angeschrieben, die gesagt haben, ey, 10 Döner, schön und gut, aber wie ist mal mit geilen Döner-Tellern? Und da wurden wir herausgefordert und die Herausforderung nehmen wir gerne an, deswegen sind wir heute hier. Aber wir haben uns dazu noch was Besonderes überlegt, nämlich gibt es was Geiles zu gewinnen für die Leute, wenn ich es schaffen würde, ne? Ja, und zwar geht es darum, dass wenn er alle Döner-Teller schaffen sollte, dann werden wir 10 Döner-Teller werden wir dann quasi verlosen. Und falls er die nicht schafft, also falls du nur 8 schaffst, dann werden wir als Strafe oder als Dingens nur 2 Döner-Teller. Also das heißt, wenn ich quasi 8 schaffe, dann wird aufgerechnet auf 10, sodass 2 Döner-Teller noch wenigstens an die Leute rausgehen, ne? Genau, das heißt, du musst für die Community essen. Ne? 10 Stück am besten schaffen. Und also dann es wird sehr, sehr interessant, weil es geht um die Döner-Teller. Ja. Ne? Und das ist, ich sag mal, eine ordentliche Portion. Ja, auf 10 jeden Fall. Stück, weiß ich nicht. Ich auch nicht, ich habe es noch nie probiert. Ich bin auch sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Ich sag jetzt schon mal vielen Dank für die Einladung. Gar kein Problem. Ich würde sagen, wir nehmen die Challenge an. Charisma Grill aus Hürth lässt grüßen. Ich würde sagen, mein Lieber, wir gehen rein. Let's go. Let's go. Ihr seht, es ist soweit. Die ersten beiden Döner-Teller sind da und Halleluja. Sie sehen schon wieder mächtiger aus als üblich. Das ist natürlich immer so mit dabei, aber wir haben jetzt hier 2 Döner-Teller. Einmal, sage ich mal, mit Pommes und Kalb, ne? Und einmal Reis mit Hähnchen in dem Fall. Und nachher, denke ich mal, werde ich mich so ein bisschen auf Reis einspielen. Aber um das Ganze, ich sag mal, vollständig zu machen, wenigstens zu präsentieren, zeige ich die ganzen Döner bzw. Döner-Teller natürlich einmal die verschiedenen Varianten. Ein bisschen Brot sehe ich sogar noch mit dazu. Tatsächlich wird hier auch Brot generell mit angeboten, das haben wir hier auch noch dazu stehen. Und alle Soßen, die machen wir uns nachher einfach ein bisschen selber drüber. Ich weiß gar nicht, ob jetzt hier noch eine Joghurtsoße mit drüber ist, scheint so noch ein bisschen auf dem Salat. Aber die ersten 2 Döner-Teller, die sind da und danach geht es so lange weiter, bis wir hoffentlich 10 geschafft haben. Ich würde sagen, wir machen unsere Stoppuhr bereit. Wir haben jetzt 1 Stunde Zeit, 10 Döner-Teller. Ich würde sagen, auf geht's in die legendäre Charisma 10 Döner-Teller Challenge. Let's go! Das Schöne ist heute, da brauchen wir wahrscheinlich keine Handschuhe. Die lassen wir heute mal weg. Aber was wir brauchen, ist definitiv hier ordentlich Hunger, denn es sieht schon mächtig aus. Gehen tatsächlich erstmal, würde ich sagen, so ein bisschen ins Kalb und die Pommes rein. Probieren wir mal. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, ne? Ob ihr da jetzt, sage ich mal, eher der Döner-Teller-Fan seid mit Pommes oder Reis oder auch Kalb-Hähnchen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin eher ein Hähnchen-Fan, auch mit Reis, deswegen denke ich mal, werde ich mich danach auch einschießen. Aber probieren das Ganze mal. Ich glaube, das wird echt schwieriger. Als man denkt, aber, oder jetzt schon sagen kann, das Kalb schmeckt echt gut. Und die Pommes sind diese, ich sag mal, typischen dickeren Imbiss-Pommes. Ne? Ich liebe das so ein bisschen auch, ich sag mal, dieses erinnert mich so ein bisschen an früher, aber die sind schon mit diesem kleinen, auch etwas roten Pommesgewürz, schmeckt vor allem mit dem Kalbfleisch echt gut. Ne? Probieren wir den Salat hier, der ist tatsächlich mit der Joghurtsoße. Und auch nicht wenig Joghurtsoße. Kein Scheiß, ne? Schmeckt unfassbar lecker. Was ich unfassbar lecker auch finde, ist mir jetzt gerade aufgefallen, ist tatsächlich, wenn man den Salat mit der Soße und dem Fleisch kombiniert, schmeckt noch fast besser als mit den Pommes. Hier unten drunter ist tatsächlich auch noch ein bisschen Brot, was man dazu bekommt. Da würde ich sagen, probieren wir mal die verschiedenen Soßen. Hier vorne haben wir Tzatziki. Machen wir mal ein bisschen hier drüber. Man kann sich übrigens im Vorhinein aussuchen, wenn ihr einen Döner-Teller nimmt, beziehungsweise hier auch beim 2-in-1-Angebot, was es hier tagtäglich gibt, welche Soßen ihr nimmt. Wir haben jetzt nur das vorne in den Schüsseln gemacht, weil das alle Soßen sind, die es gibt mit der Joghurtsoße auf dem Salat. Und ich teste einfach mal alle durch. Ne? Hier haben wir noch so eine Cocktailsoße. Auch gut.
So Leute, damit haben wir den ersten Döner-Teller soweit durch. Nimm noch beim letzten jetzt die Knoblauchsoße. Also die Soßen schmecken top. Die Knoblauchsoße ist geil. Tzatziki ist geil. Aber vor allem auch die Cocktailsoße. Joghurt war auch ganz gut. Ich würde sagen, wir stapeln die Teller. Für mal hier zur Seite. Und dann kommen wir zum zweiten Döner-Teller, den wir haben. Jetzt haben wir hier klassisch Reis mit ein bisschen Feta, sehe ich oben drüber. Und klassisch Hähnchen. Wie gesagt, ist eigentlich auch mein Favorite. Reis mit Hähnchen, ne? Weg wenn's nicht. Auch hier probieren wir mal zusammen. Boah. Ah, das ist genau meins, Leute. Ne? Sage ich euch ganz ehrlich, schmeckt super auch mit dem Feta. Schmeckt mir tatsächlich echt gut, die Kombination. Wie gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Seid ihr eher Fan Döner-Teller mit Pommes, mit Reis und vor allem auch Kalb oder Hähnchen? Interessiert mich persönlich. Mir schmeckt wie gesagt jetzt hier die Reis- und die Hähnchen-Variante definitiv ein bisschen besser. Ich mache mich auf in den zweiten. Let's go! Auf geht's in den zweiten Döner-Teller. Übrigens könnt ihr natürlich wie auch hier immer live dabei sein. Auch hier hatten wir viele Zuschauer wieder dabei, die sich das ganze Spektakel angeschaut haben. Nächstes Mal sind wir am 27.03. in Offenbach und gehen in eine legendäre und gleichzeitig wohltätige Challenge rein. Seid gespannt, seid live dabei. Nähere Infos auf Social Media. So Leute, damit haben wir den zweiten Döner-Teller fertig und ich bleibe dabei, es schmeckt unfassbar gut. Also mir schmeckt wirklich gut. Ich habe, glaube ich, Ewigkeiten oder vielleicht sogar doch einmal, weiß ich hundertprozentig, aber sonst immer, wenn Döner gegessen und ich esse das ja sowieso relativ selten und ich sag mal, einen Döner-Teller zu essen, kommt nicht oft bei mir vor. Wie gesagt, der letzte ist vielleicht 10, vielleicht noch länger her, Jahre jetzt. Und es schmeckt mir unfassbar gut. Ne? Auch diese Kombination jetzt mit dem Reis schmeckt mir persönlich besser. Jetzt haben wir hier zum Beispiel noch Hähnchen, Kalb, dann den Salat mit dazu. Aber wie gesagt, es ist eine Menge. Klar wird es am Ende anstrengend und mal schauen, ob wir es überhaupt schaffen. Aber ich genieße das richtig. Ne? Also kann man sich auf jeden Fall hier gönnen. Wie gesagt, hier gibt es auch immer das 2 in 1 im Angebot. Jeden Tag tatsächlich. Also ihr müsst nur 2, sage ich, oder ihr bezahlt einen und kriegt immer 2 dazu. Also auch für die Riesenhunger haben. Haben wir jetzt hier einen gemischten. Auf geht's in Döner-Teller Nummer 3. Damit haben wir Döner-Teller Nummer 3 soweit durch, kommen zu Döner-Teller Nummer 4 und damit eigentlich zu meinem Favorite, den ich denke mal jetzt auch mit weitermache. Ist tatsächlich jetzt hier schön mit Hähnchen, mit Reis und dann klassisch, was dazugehört. Ne? Hier sind sogar jetzt mal 2 Stücke Brot mit drauf, aber da habe ich mich so ein bisschen drauf eingeschossen, schmeckt mir am besten und dann würde ich sagen, geht's auf in Döner-Teller Nummer 4. Bandwurm sagen viele immer, Bandwurm. Ja. Also viele, die es nicht wissen, also es ist Teller Nummer 4. Döner-Teller Nummer 4, soweit durch. Ist eine Menge, ne? Also muss man schon sagen, vom Döner-Teller her ist so viel drauf. Es ist eine richtig vollwertige Mahlzeit. Also für mich persönlich würde es mir definitiv reichen, sage ich mal, wenn ich hier hinkommen würde und dieses 2 in 1 Angebot annehmen würde. Ich glaube, ich würde hier zufrieden mit 2 richtig rausgehen und wenn ich das schon sage, heißt das schon was. Also schmeckt mir wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, kommen zu Döner-Teller Nummer 5. Damit sind wir bei der Hälfte angekommen, die wir uns vorgenommen haben. Wie gesagt, schauen einfach mal, vielleicht ist die Zeit auch am Ende, die so ein bisschen Strich macht, weil es natürlich auch anstrengender wird zu essen. Aber es schmeckt wirklich, ich bleibe dabei, richtig, richtig gut. Die Kombination mit dem Fleisch, mit dem Reis und auch so, ich sag mal, mit dem Salat und ein bisschen Joghurtdressing oben drüber. Zwischendurch so ein paar Soßen, die man dazu nehmen kann oder so wahlweise hier auch drüber kriegt. Schmeckt schon wirklich sehr gut. Auf geht's in Döner-Teller Nummer 5. Also mein Favorite definitiv Reis mit Hähnchen hier, der Döner-Teller, würde ich mir tagtäglich bestellen können. Und wenn ich überlege, das 2 in 1 Angebot dort, was es dort gibt, dass man jeden Tag die Möglichkeit hat, 2 Döner-Teller zum Preis von einem bekommen, ich glaube, da wird jeder satt. Kommst du schon langsam so an deine Grenzen? Ne. Also du bist auf jeden Fall ein bisschen rot geworden. Ja, man merkt, also klar, weil das Essen kickt halt rein, ne? Ja. Und was halt einfach immer schwieriger ist, ist dieses Durchkauen. Ne? Dieses so eine Stunde durchkauen, durchessen. Das ist eher das, was nachher anstrengend ist, weil vom Magen habe ich so Kapazitäten so zwischen 6 und 8 Kilo. Und das ist halt
von dem, was gerade mal drin ist, wirklich noch weit entfernt. Nur es ist halt wirklich schwierig, immer auf Dauer dieses Kauen. Ne? Ja. Und das ist halt das, was, ich sag mal, das ganz Schwierige macht, wenn man eine Sache auf Zeit macht. So, ne? Also daran habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht. Haben wir Döner-Teller Nummer 5 soweit durch und kommen zu zu Döner-Teller Nummer 6, den wir jetzt vor uns haben. Auch hier gleiche Kombination wieder: Hähnchen, Fleisch, Reis und der Salat. Ich habe gerade erfahren, ne, weil auch die Fragen, wenn wir auf TikTok, könnt ihr gerne mal live damit dabei sein, schon kamen. Die Teller sehen so groß aus, was ist da alles drauf? Ich habe erfahren, es sind so um die 300 Gramm Fleisch, 250, 300 Gramm Reis, je nachdem, und dann noch ein bisschen Salat oben drüber, also pro Döner-Teller. Das sind wirklich, also Riesenportionen. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere für zu Hause da dem völlig, also das ausreicht. Schaut mal an, wie viel, ich sag mal, Fleisch mit da einfach drauf ist. Das ist tatsächlich, soll die normale Portion sein. Und wenn man das halt hochrechnet, ne, wir sind jetzt bei Nummer 6. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Döner-Teller Nummer 6. Ey, das ist ein Talent, ne? Ja, auf jeden Fall. Weil wer kann das vielleicht von 100 Leuten? Und ich kann das so schon seit Kind auf, ne? Echt? Also du machst das echt so seit Kind auf? Also ich kann seit Kind auf, kann ich halt ungewöhnlich viel essen. Deswegen war ich ja auch quasi fett früher, ne? Ja. Und seitdem habe ich es aber irgendwann mal angepasst. Ich finde es cool. Nur ich merke halt wirklich das Kauen. Ja. Einfach die Zeit, ne, die dann so da ist. Aber ich sag mal so, man sollte sich immer so eine gewisse Zeit setzen, weil ich habe ja auch noch nie so viele Döner-Teller gegessen, weil es auch dann irgendwann zu viel wird. So, also von der Zeit her einfach. Ne? Ja. So Leute, ich habe gerade gehört, wir haben noch 4 Minuten. Hätte jetzt quasi so, ich sag mal, den 7. geordert. Habe aber gehört, wie gesagt, es sind nur noch 4 Minuten. Heißt, wir werden den jetzt einfach ganz entspannt ordentlich aufessen. Und dann sind es wahrscheinlich dann die 6 geworden. Wie gesagt, kommen wir jetzt gleich dann zum Abschlussfeedback. Was auch hier, wie jetzt, ich sag mal, bei der letzten Challenge einfach so ist, dass das Kauen halt einfach schwierig ist. Ne? Nach einer Stunde ist es halt einfach immer schwieriger, wenn man nur durchkaut. Wie gesagt, man isst hier einfach in einer Stunde wieder durch. Aber ich einfach sagen muss, schmeckt bombastisch. Wie gesagt, als gerade mal gehört, zwischen wie gesagt 700, 800 Gramm sind wir hier bei dem Teller. Jetzt schon das mal 6. Also ist schon eine gute Leistung. 7 war eigentlich so mein persönliches Ziel. Aber wir essen den 6. jetzt erstmal ordentlich noch auf. Viele schreiben gerade, ist nicht normal. Wie kann das sein? So Leute, letzte Minute ist angebrochen. Damit hauen wir jetzt noch mal rein, damit wir den 6. Döner-Teller auch wegkriegen. 30 Sekunden, ja. Noch schön runterspülen. Oh, da ist ja noch Reis versteckt hier immer. So, die Zeit ist um, ja? Die Zeit ist um. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. 1 Minute. So Leute, damit ist es geschafft. Die Stunde ist um. Wir haben nicht ganz, ich sag mal, die 10 Döner-Teller geschafft, so, die wir, ich sag mal, jetzt als Challenge angenommen haben. Aber es war halt wirklich so, im Nachhinein ist halt einfach das Kauen. Ne? Wie gesagt, riesige Portionen, wenn wir jetzt überlegen, haben gerade auch im Hintergrund gesagt, sind so jetzt um die 5 Kilo wieder gewesen, die wir jetzt hier, ich sag mal, an Döner-Teller weggehauen haben. Aber es war auch unfassbar lecker. Ne? Hab jetzt tatsächlich meine 2. Flasche Wasser auch gebraucht, weil es dann doch, upsie, ich sag mal, ein bisschen durstig gemacht hat. Damit haben wir, ich sag mal, offiziell die Challenge nicht geschafft. Nichtsdestotrotz
war es jetzt auch für mich das erste Mal zu sehen, wie viele Döner-Teller gehen. Wir haben ja, wie gesagt, bei der Lord of Döner Challenge ja auch schon 8,5 Döner gegessen. Jetzt sind es halt die 6 Döner-Teller geworden. Ist auf jeden Fall, würde ich sagen, nochmal eine andere Portion als ein Döner. Hat mir richtig gut geschmeckt. Wie gesagt, mein Favorite definitiv Reis, Hähnchen, ein bisschen Salat und dann jetzt, ich sag mal, so ein paar Soßen dazu gemischt, die man hier wahlweise nehmen kann. Wie gesagt, checkt gerne Charisma Grill ab in Hürth. Kann ich nur empfehlen, vor allem, ich sag mal, finde ich es interessant, dieses 2-in-1-Angebot. Ne? Also checkt das Ganze gerne ab. Vielen, vielen Dank für die Challenge-Einladung. Auch gerne liken, kommentieren. Vor allem könnt ihr jetzt an dem Gewinnspiel machen. Dadurch, dass ich sag mal, jetzt noch 4 fehlen zu 10, könnt ihr 4 Döner-Teller hier gewinnen. Ne? Gerne auch das Social Media abchecken. Da findet ihr jetzt auch am nächsten Tag das Reel dazu. Schreibt doch gerne mal, welche Challenge ihr als nächstes sehen wollt. Ab April geht auch eine All-You-Can-Eat-Serie los, sei schon mal gesagt. Da dürft ihr euch drauf freuen. Ich lasse es mir jetzt noch nur gut gehen mit Charisma. Trinkt noch das eine oder andere, denn das will ich definitiv noch brauchen. Und auf unserem Zweitkanal nehme ich heute euch noch mit auf einem Vlog, wo ich euch zeige, wie ich mich dazwischen ernähre und natürlich davor und danach. Ich würde sagen, das war's für heute. Liebe Grüße aus Hürth. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.